Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr an Unter-AMG-Stützen richtig geht, welche Fehler ihr vermeiden solltet und worauf ihr achten müsst. Unter-AMG-Stützen, auch kurz Stützen oder im Volksmund Krücken genannt, sind ein Hilfsmittel, um letztendlich Gelenke, Strukturen zu entlasten, ganz typischerweise nach Operationen. Also wenn zum Beispiel ein Knie operiert wurde, ich habe jetzt heute mal mein rechtes Knie rot markiert, damit wir uns jetzt im folgenden Video vorstellen, dass das rechte Knie halt betroffen ist. Also nach Operation beispielsweise muss das betroffene Gelenk entlastet werden, dafür sind die Unter-AMG-Stützen. Aber teilweise auch, wenn man zum Beispiel eine starke Arthrose hat und einen Hinkmechanismus, ist es sinnvoll bzw. kann es sinnvoll sein, auch auf Stützen zurückzugreifen. Darauf möchte ich in diesem Video einmal eingehen und euch die verschiedenen Methoden, die verschiedenen Gangarten mit Unter-AMG-Stützen zeigen. Ganz wichtig ist die richtige Einstellung der Stützen, also die richtige Höhe der Stützen. Die Stützen lassen sich individuell einstellen, das heißt, ihr habt hier in der Regel einen kleinen Knopf, den könnt ihr einmal reindrücken. Und dann könnt ihr sozusagen die Stütze weiter rausziehen, sodass der Knopf im nächsten Loch arretiert. Oder ihr könnt in die andere Richtung die Stütze weiter reinschieben. Wenn die Stütze zu kurz ist, dann geht ihr im Prinzip in gebückter Körperhaltung, um euch aufzustützen. Das heißt, der Rücken wird krumm, ihr belastet eure Wirbelsäule ungünstig. Wenn die Stütze wiederum zu lang ist, dann ist es im Prinzip so, dass ihr hier es nicht schafft, die Schultern locker zu lassen, beziehungsweise euer Schultergürtel wird nach oben gestaucht, die Schultern werden hochgezogen, auch das ist ungünstig. Insofern sollte man versuchen, eine optimale Stützenhöhe herauszufinden. Lasst euch dabei, falls ihr operiert werdet oder wurdet, gerne von eurem Physiotherapeuten im Krankenhaus oder auch von den Ärzten beraten. Ansonsten als Faustregel gilt, dass man den Arm einmal locker hängen lässt. Und auf Höhe des Handgelenks ungefähr sollte dieser Knauf der Stütze sein. Ansonsten sollte der Ellenbogen, im Prinzip, wenn er dann in der Stütze drin ist, leicht gebeugt sein. Also auf jeden Fall brauchen wir diese Beugung, um auch Kraft zu entfalten. Das heißt, der Ellenbogen sollte auf keinen Fall ganz gestreckt sein, sondern ungefähr 20 Grad gebeugt. Die Schultern sollten dabei aber immer noch entspannt bleiben. Ansonsten, wenn ihr zwischen zwei Positionen schwankt, dann probiert einfach beide aus und guckt, womit ihr euch wohler fühlt. Worauf sollte man beim Stützenlaufen unbedingt achten? Generell gilt, dass die Stützen immer nach vorne zeigen sollten. Das heißt, diese beiden Augen hier, in dem Fall diese beiden roten Reflektoren, die sollten nach vorne zeigen. Also wenn man das als Augen betrachtet, sollten die Augen sozusagen nicht schielen, sondern geradeaus schauen. Oder auch Scheinwerfer sollten sozusagen nach vorne leuchten. Also darauf achten beim Gehen, dass ihr die Stützen nicht nach innen gedreht aufsetzt, sondern schön nach vorne gerichtet. Ansonsten immer darauf achten, dass der Schultergürtel entspannt bleibt, dass ihr sozusagen nicht die Schultern hochzieht. Der Oberkörper sollte aufrecht sein, also nicht nach vorne geneigt. Und natürlich generell versuchen, auf die Abrollbewegung zu achten. Unabhängig davon, wie viel Belastung ihr habt oder wie sehr ihr das Bein belastet, solltet ihr immer versuchen, einen guten Abrollvorgang hinzubekommen. Das heißt, auf der Ferse aufsetzen und dann über den Bein den Fuß abrollen. Das geht auch mit wenig Belastung. Beim Aufstehen aus dem Sitzen ist es wichtig, dass ihr die Arme noch nicht vollständig in die Stützen hineinnehmt, ansonsten würde eine gewisse Verletzungsgefahr bzw. eine ungünstige Belastung für die Schulter entstehen. Das heißt dementsprechend die Stützen einfach so nach vorne stellen, das zu entlastende, operierte, betroffene Bein, bei mir rot markiert, stellt ihr nach vorne, um es zu entlasten, und jetzt holt ihr die Kraft aus dem gesunden Bein und über die Arme. Wichtig dabei natürlich, dass ihr den Oberkörper nach vorne verlagert, also versuchen, den Fuß relativ weit nach hinten zu stellen, Oberkörper nach vorne verlagern und dann über die Armkraft und die Kraft des gesunden Beines in den Stand kommen und dann erst die Arme vollständig in die Stützen hineinnehmen. Beim Hinsetzen genauso, ihr stellt das betroffene Bein nach vorne, um es zu entlasten, nehmt die Arme aus den Stützen heraus und geht jetzt langsam mit dem Gesäß nach hinten unten, also setzt euch langsam hin, ohne das betroffene Bein zu belasten. Wenn ihr Teilbelastung habt, bzw. das Bein schon stärker belasten dürft, dann könnt ihr natürlich auch dementsprechend das Bein
etwas mitbelasten. Das könnt ihr dann dementsprechend auch individuell steuern. Ein kleiner Nachtrag noch zu den Stützen selbst, und zwar empfehle ich euch, gerade wenn ihr längere Zeit an Stützen gehen müsst, zum Beispiel nach Operationen, dass ihr euch Stützen mit anatomischen Handgriffen besorgt. Eine sehr verbreitete Art, an Stützen zu laufen, ist der sogenannte Drei-Punkte-Gang oder Dreipunktgang. Dieser eignet sich, wenn das betroffene Bein entlastet werden soll, also nach Operationen beispielsweise oder bei akuten Verletzungen. Und beim Dreipunktgang kommt es letztendlich darauf an, wie stark soll das betroffene Bein entlastet werden. Heutzutage ist es oft so, dass nach Operationen voll belastet werden darf. Das heißt aber letztendlich nicht, dass es auch möglich ist. Das heißt, ihr werdet möglicherweise Schmerzen haben oder Schwellungen, und dementsprechend sollte man natürlich darauf Rücksicht nehmen, und ihr werdet auch nicht freiwillig das Bein voll belasten. Insofern sind Stützen tatsächlich wichtig. Und ihr werdet am Anfang auf jeden Fall das Bein entlasten und dann schmerz- und befundabhängig steigern. Es kann aber auch sein, dass ihr am Anfang nur 20 Kilo Teilbelastung zum Beispiel habt. Das heißt, dass der Operateur noch nicht die Vollbelastung des betroffenen Beines freigegeben hat. Und dann ist es wichtig halt zu wissen, wie stark darf ich mein Bein belasten. Also das solltet ihr in jedem Fall immer den Operateur bzw. die Ärzte, die Schwestern im Krankenhaus fragen, auch die Physiotherapeuten sind darüber informiert, wie stark darf ich mein Bein belasten, und dann halt mit dem Physiotherapeuten vor Ort üben, wie drückt sich das aus, also wie ist es denn 20 Kilo zu belasten. Dafür ist tatsächlich auch eine Waage geeignet, allerdings leider keine digitalen Wagen, sondern die alten analogen Wagen, wo der Zeiger sozusagen ausschlägt. Da könnt ihr euch sozusagen mit dem betroffenen Bein einmal raufstellen und messen, wie viel sind denn tatsächlich 20 Kilo oder 10 Kilo teilweise auch nur, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark darf ich mein Bein belasten. Der Dreipunktgang besteht im Prinzip aus 3 Phasen. Ihr setzt zunächst die Stützen nach vorne, dann das betroffene Bein dazwischen und das gesunde Bein geht durch. Stützen vor, operiertes Bein bzw. betroffenes Bein dazwischen, gesundes Bein geht durch. Ich mache es nochmal. Die Stützen gehen nach vorne, das betroffene Bein dazwischen. Jetzt ist wichtig, in dem Moment, wo ihr jetzt das gesunde Bein vom Boden löst, also praktisch normalerweise auf dem betroffenen Bein stehen würdet, da kommt jetzt der Armeinsatz, also da kommen jetzt die Stützen zum Einsatz. Das heißt, ihr müsst jetzt im Prinzip über die Arme dem betroffenen Bein Gewicht abnehmen, solange bis das gesunde Bein wieder auf dem Boden steht. Dann könnt ihr die Stützen lösen, das operierte Bein dazwischen setzen, versuchen wie gesagt schön abzurollen, auch wenn ihr nicht voll belastet, und wieder das gesunde Bein vorbei. Das Ganze noch einmal von der Seite betrachtet. Stützen gehen nach vorne, operiertes Bein dazwischen, gesundes Bein geht durch. Wichtig ist, dass ihr versucht, euer betroffenes Bein im Rahmen des Möglichen zu bewegen, also nicht den Fehler machen, das Bein komplett steif zu halten, sondern im Optimalfall versucht ihr, das Bein möglichst gestreckt vorne aufzusetzen, dann den Abrollvorgang mit der erlaubten oder möglichen Belastung und dann auch das Bein nach hinten, also sowohl in Hüfte als auch in Knie strecken. Dann gehen wieder die Stützen nach vorne, das Bein nach vorne und versuchen möglichst das Bein normal zu bewegen. Also Beugung und Strecken des Kniegelenks. Ganz wichtig, der Blick möglichst gerade ausgerichtet. Am Anfang ist es ganz normal, dass ihr erstmal guckt zwischen die Füße zu den Stützen, was passiert da überhaupt. Später, wenn ihr euch ein bisschen an den Bewegungsablauf gewöhnt habt, versucht möglichst den Blick gerade ausgerichtet zu lassen, die Brust etwas angehoben und die Schultern entspannt. Und dann versucht ihr, wie gesagt, so gut wie möglich den Abrollvorgang und die Bewegung, Kniegelenk, Drehung auf der Stelle und nochmal zurück. Sollte es so sein, dass ihr eine Operation hattet und das Bein nicht belasten dürft, also sozusagen keine Belastung, keine Teilbelastung, keine Vollbelastung, sondern im Prinzip vom Operateur vorgegeben wurde, dass ihr das Bein so und so viele Wochen entlasten sollt, dann würde ich empfehlen, dass ihr das Bein trotzdem im Dreipunktgang aufsetzt, allerdings nur mit sogenanntem Sohlenkontakt. Das heißt, ihr belastet das Bein nicht, sondern setzt nur mit minimaler Belastung die Sohle auf, versucht aber trotzdem einen Abrollvorgang zu imitieren.
Das heißt, der Dreipunktgang, wie gerade erklärt, ihr setzt die Stützen nach vorne, das operierte Bein jetzt dazwischen, allerdings ohne Belastung, also weder 10 Kilo noch 5 Kilo, sondern wirklich keine Belastung, sondern wirklich nur ein Sohlenkontakt. Versucht aber trotzdem diesen Abrollvorgang sozusagen ganz leicht zu imitieren, also mit minimalem Druck, ganz leichten Kontakt mit der Sohle und versuchen den Abrollvorgang zu machen. Das heißt, ihr könnt euch einen Käfer vorstellen, der auf dem Boden liegt, den wollt ihr nicht töten, sondern nur berühren sozusagen. Und dann versucht ihr diesen Abrollvorgang so gut wie möglich mit minimalem Druck. Das solltet ihr natürlich in jedem Fall mit dem Operateur bzw. auch mit dem Physiotherapeuten vor Ort absprechen, ob das in Ordnung ist. Eine Alternative dazu, beispielsweise wenn man einen Gips hat, was ja heutzutage nicht mehr so häufig der Fall ist. Ich habe beispielsweise mal eine Mittelfußfraktur gehabt und musste 6 Wochen mit dem Gips durch die Gegend hüpfen. Dafür nutzt man den sogenannten Durchschwunggang. Das heißt, ich setze die Stützen nach vorne und schwinge jetzt mit beiden Beinen bzw. mit dem gesunden Bein hindurch, ohne mein betroffenes Bein zu belasten. Dabei ist nun wichtig, dass ihr möglichst nicht das Bein die ganze Zeit in dieser gebeugten Position habt. Ich sehe immer wieder Menschen auf der Straße, die das Bein dann tatsächlich die ganze Zeit krampfhaft beugen, um es halt eben nicht zu belasten, nicht aufzusetzen, was ja auch an und für sich richtig ist. Allerdings verkrampft sich dadurch natürlich die komplette Muskulatur, der Hüftbeuger verkürzt sich. Ganz wichtig natürlich, dass man dann auch versucht, Physiotherapie begleitend zu machen, auch das Bein mal zu strecken, also den Hüftbeuger zu dehnen, die Gelenke zu mobilisieren, die Muskeln, die Faszien zu strecken und im Optimalfall auch während des Bewegungsablaufs versuchen, einen normalen Gang zu imitieren. Das heißt, ihr könnt ja trotzdem versuchen, den Gang hier, den Schritt sozusagen zu imitieren, ohne das Bein aufzusetzen. Das heißt, Stützen vor, wie beim Dreipunktgang, bloß dass ihr halt nicht belastet. Das operierte Bein dazwischen, dann im Prinzip durchschwingen und das andere Bein durch. Und dabei versuchen sowohl Hüfte als auch Knie des betroffenen Beines zu strecken und auch den Abrollvorgang euch im Prinzip vorzustellen, auch wenn ihr den Fußboden nicht berührt. Und dabei natürlich auch wieder darauf achten, den Blick geradeaus, die Schultern entspannt und den Oberkörper aufrecht. Das ist der sogenannte Durchschwunggang bei vollkommener Entlastung. Wie gesagt, bevorzugen würde ich dabei auf jeden Fall die Variante 1 mit Sohlenkontakt, aber sollte das nicht erlaubt oder nicht möglich sein, dann wäre halt der Durchschwunggang die Alternative. Wenn ihr nach einigen Wochen bzw. nach einiger Zeit weniger Schmerzen habt, keine Schwellung mehr und insgesamt das Gefühl habt, ihr könnt das Bein gut belasten, mehr belasten, dann kommt der Zweipunktgang in Frage. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Freigabe von ärztlicher Seite, dass ihr das Bein voll belasten dürft. Also Vollbelastung ist sozusagen Voraussetzung. Und beim Zweipunktgang funktioniert das Ganze folgendermaßen, dass ihr im Prinzip immer das Bein mit dem gegenüberliegenden Arm gemeinsam aufsetzt. Das heißt, wie ihr das vielleicht beim Nordic Walking schon mal gesehen habt oder auch selber schon mal gemacht habt. Das heißt, ihr setzt sozusagen in dem Fall linken Arm, rechtes Bein, rechten Arm, linkes Bein auf. Immer gegenüberliegend sozusagen. Dabei auch auf die Haltung achten, Oberkörper aufrecht, Blick geradeaus, Schultern entspannt und versuchen so gut wie möglich einen relativ normalen Gang, Abrollvorgang herzustellen. Versucht darauf zu achten, dass die Schrittlänge rechts und links gleichmäßig ist, gleich groß ist. Die Stützen, wie gesagt, gerade ausgerichtet, der Blick gerade ausgerichtet, Schultern entspannt, Oberkörper aufrecht. Ich habe jetzt gerade für den Zweipunktgang die Stützen eine Position tiefer gestellt. Das heißt, ich hatte das Gefühl, in der Position, die ich vorher für den Dreipunktgang verwendet habe, dass die Stützen zu hoch sind. Probiert es einfach aus. Das ist auch ein bisschen individuell. Es kann aber sein, dass die Stützenposition sich sozusagen verändert auch im Laufe der Zeit. Der Zweipunktgang eignet sich auch bei Menschen mit Hüftarthrose beispielsweise, die einen Hinkmechanismus entwickelt haben. Das heißt, es kann sein, dass aufgrund einer Schwäche
der Abduktoren, also der Gesäßmuskulatur. Im Prinzip, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe hier rechts die Hüftarthrose und eine Schwäche in den Abduktoren, also in den seitlichen Gesäßmuskulatur. Und jedes Mal, wenn ich jetzt belaste, das betroffene Bein und meine Gesäßmuskulatur schafft es nicht, das Becken sozusagen in der Horizontalebene zu halten, dann ist es so, dass ich jedes Mal hier im Prinzip wegknicke. Das heißt, entweder in Form von Abknicken des Beckens oder alternativ gibt es auch einen Hinkmechanismus, wo man dann den Oberkörper sozusagen immer rübernimmt, um sozusagen zu verhindern, dass das Becken absinkt. Das sind so die beiden Mechanismen. Und wenn sozusagen eine Hüftarthrose besteht und diese Hinkmechanismen sozusagen relativ ausgeprägt sind, kann es auch sinnvoll sein, Stöcke, da können auch Nordic Walking Stöcke ausreichen, oder Stützen halt bei sich zu führen. Und auch da würde sich dann sozusagen unterstützend halt einfach der Zweipunktgang eignen, um im Prinzip zu verhindern, dass sozusagen hier das Becken auf dieser Seite absinkt. Da habe ich jetzt praktisch den Stock, um zu verhindern, dass ich hier wegknicke und einfach eine leichte Unterstützung habe. Und auf diese Weise habe ich einen physiologischeren Gang und belaste nicht weiter ungünstig meine Strukturen und in dem Fall mein Hüftgelenk. Insofern kann es auch Sinn ergeben, ohne Operation auf Stützen zurückzugreifen, beispielsweise bei ausgeprägtem Hinkmechanismus oder natürlich auch bei akuten Schmerzen. Das heißt, es kann sein bei einer aktivierten Arthrose, wenn man zum Beispiel Kniegelenks- oder Hüftgelenksarthrose hat und gerade einen aktivierten Zustand, wo wirklich Schmerzen und Schwellungen bestehen, auch da kann es sinnvoll sein, vorübergehend das Bein zu entlasten, entweder über den Zweipunktgang oder sogar in ganz akuten Phasen vielleicht sogar über den Dreipunktgang, dass man wirklich dann versucht, das Bein eine Zeit lang zu entlasten, um da sozusagen die Entzündung etwas zurückgehen zu lassen. Beim Treppensteigen mit Schwitzen gibt es eine ganz einfache Regel, und zwar gesund rauf, krank runter. Das heißt, mit dem gesunden Bein geht man die Treppe rauf, zieht das kranke Bein nach. Auf dem Weg nach unten geht das kranke Bein voran und das gesunde Bein kommt nach. Wenn ihr die Möglichkeit habt, unbedingt das Geländer benutzen. In dem Fall nehmt ihr die Stütze der Geländerseite und klemmt sie euch im Prinzip hier mit unter. Beim Treppensteigen ist wichtig, dass ihr zunächst dicht an die Treppe herangeht. Sofern ein Geländer vorhanden, solltet ihr unbedingt die Stütze der Geländerhand auf der anderen Seite mit runterklemmen. Eine Hand ans Geländer und jetzt die Regel gesund rauf. Das heißt, das gesunde Bein geht voran, Stütze und operiertes Bein folgen. Wieder unter Einhaltung der jeweiligen Belastung. Gesundes Bein vor, Stütze und betroffenes Bein folgen. Auch auf dem Weg nach unten ist es wichtig, zunächst dicht an die Stufe heranzutreten. Die andere Hand klemmt die Stütze mit unter. Nun geht die Stütze zuerst, das operierte Bein folgt und das gesunde hinterher. Stütze, operiertes Bein, das heißt krank runter. Gesund rauf, krank runter. Solltet ihr aber kein Geländer zur Verfügung haben, gleiches Prinzip, dicht an die Stufe herangehen, das gesunde Bein geht nach oben, operiertes Bein und Stützen folgen. Wichtig ist, dass ihr die Stützen immer möglichst lange unten lasst, um zu gewährleisten, dass ihr nicht rückwärts kippen könnt. Wenn man die Stützen zu früh hochnehmen würde, besteht eine Gefahr, dass ich nach hinten kippe. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Dementsprechend, auch wenn man den Rücken ein bisschen krumm machen muss, wichtig, die Stützen sollten tendenziell als letztes nach oben kommen. Und auf dem Weg runter, gleiches Spiel, Kragen runter,
Die Stützen zuerst, dann das operierte Bein, dann das gesunde. Solltet ihr das betroffene Bein gar nicht belasten dürfen, folgendermaßen auch wieder dicht an die Stufe heranboxen. Und dann ist natürlich am Einsatz gefragt. Das heißt, jetzt mal boxen wir praktisch mit dem gesunden Bein jeweils eine Stufe nach oben, ohne das betroffene Bein zu belasten. Und auf dem Weg nach unten, eine umgekehrte Reihenfolge. Die Stütze geht voran, das gesunde Bein folgt, während das betroffene Bein nicht belastet wird. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin mittlerweile auf jeden Fall schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, beziehungsweise mir ist etwas warm geworden. Auch für mich war das jetzt erstmal wieder etwas neu. Ich musste seit vielen Jahren zum Glück nicht an Stützen laufen. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr das auch gar nicht braucht. Wenn aber doch, beziehungsweise wenn eine Operation ansteht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, das Ganze vorher schon zu üben. Also nicht erst im Krankenhaus, wenn ihr möglicherweise starke Schmerzen habt oder der Kreislauf nicht stabil ist, das Ganze dann zum ersten Mal zu üben, sondern einfach vorher schon mal Stützen in der Hand gehabt zu haben, zu wissen, ja, wie fühlt sich das an, wie gehe ich damit um, einfach die verschiedenen Gangarten schon mal geprobt habt, dann ist es ein wesentlich angenehmeres und entspannteres Gefühl, auch ins Krankenhaus zu gehen, wenn man weiß, was da sozusagen auf einen zukommt, was einen erwartet. Insofern, wie gesagt, probiert es gerne vorher schon mal aus. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal.